hab's jetzt. Jetzt hab ich's. Ich hab's jetzt. Möglich. Ohne anzuklopfen. Jetzt hab ich's. Hier. Dies ist eine kleine, treue Gemeinde im Osten. Ein katholischer Fels in atheistischer Brandung. Selbst die Kommunisten haben sie nicht vom Glauben abgebracht. Aber das Beste ist, das ist laut der aktuellen Verbrechensstatistik der Ort in Deutschland mit der niedrigsten Verbrechensrate. Kein Mord, kein Totschlag, nichts. Und nun raten Sie mal, wie dieses gesegnete Städtchen an der Elbe heißt. Pfaffenberg. Natürlich. Das ist ein Zeichen. Die Gemeinde sucht einen neuen Pfarrer. Der alte Hochwürdenharzer ist verstorben. Weggegangen wäre er jedenfalls nicht. Der Ort liegt nämlich wunderbar im Elbsandsteingebirge. Und das Pfarrhaus ist ein renovierter Traum aus dem 18. Jahrhundert. Ja, das klingt wirklich sehr gut. Aber die Strafe, Mühlich, was ist mit der Strafe für den Braun? Wenn ihr dann immer noch nicht auf mich hört, fahre ich fort, euch zu züchtigen. 7-fach werde ich euch züchtigen für eure Sünden. 3 Moses 25,20. 26,18. Levitius. Ja, wie dem auch sei, Mühlich. Eine Strafe muss es geben. Daran habe ich natürlich auch gedacht. Und wenn ich Ihnen das kurz zeigen darf. Mühlich. Sie sind. Ihre Freude ist mein Glück. Braun. Pfaffenberg, im Wander- und Klettergebiet zwischen Papstein und Teufelsturm, gelegene idyllische Kleinstadt. Na, hört sich doch ganz nett an. Ganz nett, abkommandiert nach Sachsen. Zwischen Pontifex und Luzifer, da reicht der einfache Fahrer nicht mehr, da braucht's einen Exorzisten. Also mir würde schon reichen, wenn Sie sich mal wie ein normaler Pfarrer benehmen würden. Ich will nicht schon wieder umziehen. Das Böse läuft mir doch nach und versucht mich, da kann ich doch nichts dafür. Na, bleiben Sie einfach stark. Und Sie fahren lieber gescheit. Ein wunderschönes Fleckerl Erde ist es ja her. Aber warum hast du das so weit im Osten erschaffen müssen? Man möchte ja meinen, Byzanz ist zuständig. Das hat schon Missionscharakter. Absolute Luthergegend nach 40er Atheismus. Da komme ich mir vor wie Daniel in der Löwengrube. Obwohl, immerhin heißt die Löwengrube Freistaat. Danke, Herr. Oh, aber ist doch schön hier. Torte von rechts! Sind Sie wahnsinnig? Einsperren sollte man Sie. Dafür, dass der 40er bloß Christstollen geben, ist die Torten gar nicht schlecht. Sind Sie denn noch zu retten, mir Ihre Torte vor die Windschutzscheibe zu schmeißen? Hast du das gesehen? Sie haben deine Torte ruiniert. Ist gut, ich übernehme den Vorfall. So können Sie aber nicht fahren. Sie kommen wohl nicht von hier. Wieso? Bei mir kann Dialekt nicht reden, oder? Jetzt kommen Sie mir nicht so. Die Fahrerlaubnis und die Fahrzeugpapiere, bitte. Und Sie sind? Hochwürdenbraun? So ist es, grüß Gott. Grüß Gott. Ich muss mich für meinen Kollegen entschuldigen. Er nimmt seine Arbeit eben sehr ernst. Außerdem heiratet er heute. Gratuliere. Meine Tochter. Ja, da ist man aufgeregt. Besonders wenn die Hochzeitstorte dann auf die schiefe Bahn gerät. In der Schrift heißt es lieber ein Gericht Gemüse, wo Liebe herrscht, als ein gemästeter Ochs, wo Hass dabei. Na, da kennen Sie aber meine verfressene Verwandtschaft nicht. Die stehen auf Torte. Über Torte sagt die Heilige Schrift leider nichts. Nee? Naja, egal. Übrigens keine Angst, Sie müssen heute nicht einfach so drauf lostrauen. Wie meinen Sie das? Ich meine, Sie müssen jetzt keine Trauung vollziehen. Wir gehen zur Konkurrenz. Bei uns Katholiken ist aber der Schauwert höher. Ja. Sie wissen, wie Sie fahren müssen? Wissen wir das? Eigentlich nicht. Ja, da ist es doch klar, dass wir Sie leiten. Bernd, komm, ess Torte, mach dich nützlich. Zeig dem Pfarrer den Weg zum Pfarrhaus. Ja, Franz. Ich meine, Herr Hauptkommissar. Mit Blaulicht? Aber nicht so schnell.
endlich mal schön. Es ist so schön, da ist bestimmt ein Haken dabei. Herr Pfarrer, hier will ich nicht wieder weg. Wehe, ich erwische Sie mit Schnupftabak. Dieses Haus ist doch ein Geschenk. Großhauptmann Timeo Danaos et Dona Ferentes. Was heißt das jetzt? Ich fürchte die Griechen, auch wenn sie Geschenke bringen. Respekt? Was ist das? Ich wollte nicht vorlaut sein, Hochwürden, aber das Lateinische, eine Leidenschaft von mir. Und wer sind Sie leidenschaftlicher? Kurich, Hochwürden. Johannes Kurich. Es ist eine ganz große, eine ganz besondere, es ist eine solche, Ich glaube, ich freut Sie. Trenn mir nicht die Hand vom Leib. Ich möchte am jüngsten Tag als Ganzes für meinen ewigen Richter hintreten. Oh, Entschuldigung. Zeig uns lieber das Haus. Gute Idee. Ja, bitte. Das wäre dann die Küche, Tiefgefriere, Mikrowelle, Umluftofen, Gasherd, Abzugshaube. Die Haushälterin von ihrem Vorgänger, Gott hab ihn selig, war eine leidenschaftliche Köchin. Sowas gibt's ja. Herr, ist es wirklich wahr? Sollte ich endlich Ruhe gefunden haben? Ich wollte Sie aufhalten, aber die verstehen mich nicht. Sind alles Spanier. So, this is one of our most famous buildings here. It was built in 1716. Here, you can see how people slept Excuse me. Pardon, Entschuldigung. What's happening here? Das ist die tägliche Führung. Was ist das? Sind Sie der neue Pfarrer? Yes, Sie, ja. Ja, die tägliche Führung. Also Ihre Kirche mit der Reliquie des heiligen Philipps und das wunderschöne Pfarrhaus. Das sind überregionale Touristenattraktionen. Ein Muss für jeden Besucher. Jetzt dämmert's allmählich. Mühlich. Bitte? Das ist eine unserer überregionalen Attraktionen. Ah ja. Okay, let's go. Follow me. Bitte nichts anfassen hier draußen. Hier draußen auch nichts anfassen. Sonríe. ¿Qué es esto? Ven aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Lieber Herr Pfarrer, ich verspreche Ihnen, dass Sie uns gar nicht richtig bemerken werden. Es sind auch höchstens 2 bis 3 Gruppen am Tag. Ladies and gentlemen, we are leaving. The bus is waiting. Bis später. Sie werden sich hier bestimmt total wohlfühlen. Ich fühle mich jetzt schon total wohl. 2 bis 3 Gruppen am Tag. Ich glaube, der Mühlich spinnt total. Ja, hätte ich jetzt hier noch Kaffee und Kuchen servieren sollen, oder was? Die Damen wären bestimmt auch ohne Kaffee und Kuchen geblieben. Was, Johannes? Ich schaue schnell nach, ob alle gegangen sind. Großhauptmann, das schauen wir uns so. So, this is the famous Frauenkirche of Pfaffenberg. Na, der ist aber hartnäckig. So, come on, follow me. We're going now to the restaurant. Das ist er also. Ja, das ist er. Der heilige Philipp von Arundel. Schutzpatron der Verleumdeten, der fälschlich Angeklagten und getrennten Ehegatten. Der ist aber alt geworden. Es ist eine anerkannte Reliquie, quasi. Sicherlich streiten sich die Gelehrten, ob es stimmt, dass sein Schädel bei der Überführung von der Kutsche fiel. Manche behaupten sogar, er habe England nie verlassen. So ein Quatsch. Ich bin fest überzeugt, dass er es ist. Seine Seligsprechung... Jetzt hör mal auf mit den Reliquien. Da geistert doch jede Menge mittelalterlicher Kommerzschrott umeinander. Sein Einsatz für die Schwachen, für die Verfolgten. Er ist ein großes Vorbild für mich. Ich glaub's nicht. So ein junger Bub hat einen Schädel zum Vorbild. Sie machen sich lustig über mich. Okay. Schon die ganze Zeit. Meine Güte, Sie sind wie mein Vater. Aber an sich eine schöne Wohnung, oder Herr?
Meine Freunde, ich wünsche dem Brautpaar, ich wünsche meiner Tochter und meinem Schwiegersohn alles Gute dieser Welt. Viel Glück, mein Schatz. Danke, Papa. Alles Gute, Schwiegersohn. So, Brautwalzer. Schönes Paar. Richtig verliebt. Das gibt sich. Trockne aus, Kobelke. Ja, gleich. Wo bleibst du denn? Es kommt nur noch heiße Luft. Na, bitte, nimm das Fass mit. Meine Freunde, der große Augenblick. Das Hochzeitspaar an die Torte, bitte. Und Bernd, mach mir keinen Kummer, das Ding war teuer genug. Papa! Also ich weiß ja, warum ihr hier seid. Bringen wir es hinter uns. Jetzt lasst es euch mal so richtig schmecken. Auf meine Kosten. Also, das Buffet ist eröffnet. Der Vater macht sich also lustig über dich. Er will nicht, dass ich Priester werde. Verschwendung nennt er es. Denn Verzicht, Sie wissen schon. Ich soll lieber für eine anständige Firma arbeiten. Anständige Firma? Seine Firma. Wissen Sie, mein Vater glaubt nicht, dass ich das Priesterseminar erfolgreich bestehen kann. Schon zum Küster tauge ich angeblich nicht. Ach, Küster heißt's bei euch. Wir sagen Messner. Und im Verzicht wirst bei der Rosshauptlerin schon noch lernen. Bitte schön. Sächsische Kartoffelsuppe. Aha. Soll ich da drauf Schlittschuh laufen? Ich nehme sehr gerne so eine Suppe, wenn der Pfarrer keinen Appetit mehr hat. War wohl nicht lange genug drin. Ich tu's noch mal in die Mikro. Danke, mir klang's. Wo wollen Sie denn hin? Ins Gotteshaus. Ich schaue, ob da noch ein abgenackter Knochen und eine ungeweihte Hostie rumliegen. Und stolpern Sie auf dem Weg in die Wirtschaft nicht über einen Mord oder über eine Leiche. Herr Pfarrer, Was? der Schnupftabak bleibt hier. So viel zum Thema Verzicht. Dam, 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 dam. Denk daran, du bist nicht allein. Dam, 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 dam. Komm rein, Schatz. Marmorstein und Eisenweg. Aber unsere Liebe nicht. Alles geht vorbei. Umgeflogen. Das tut dir gut. Bist du? Wie kann sowas denn passieren? Ich war es nicht. Sie war schon da. Jesus, wie kannst du es zulassen, dass die Rosshauptlerin mich so durchschaut? Achtung, Achtung! Hier spricht die Polizei. In der Elbbude wurde eine Frau ermordet. Der Täter ist flüchtig. Er hält sich noch in Kraftwerk auf. Er bittet die Bevölkerung, um Mithilfe den Täter zu finden. Hier spricht die Polizei. Weiche Satan. Obwohl, eine Reserve-Schnupftabak hätte ich dabei.
irgendwo sein. Also gut, verteilen wir uns. Ein paar da lang, ein paar da lang, der Rest kommt mit mir. Komm! Hey, Mensch, nach uns! Aufmachen, bitte! Es geht um Leben und Tod! Wer gescheidet der Not aus? Bitte! Jesus Christi! Was gibt's? Die bringen mich um. Bitte helfen Sie mir. Hochwürden, bitte. Versage keine Wohltat dem, der sie braucht, wenn es in deiner Hand liegt, Gutes zu tun. Was die sagen, ist falsch. Sie war schon tot. Bitte geben Sie mir Asyl. Aufmachen, Polizei! Schnell! In die Sakristei. Da. Sind Sie da? Herr Hagenow, was gibt's? Wir jagen einen flüchtigen Mörder. Ein ganz brutales Subjekt. Ist er aus der Haft entflohen? Schlimmer, wir haben ihn in Flagranti erwischt. Matej heißt der Kerl. Irgend so ein Hilfsarbeiter aus dem tschechischen Bruder, ich mein Nachbarland. Der kniete neben der Leiche mit blutigen Händen. Wer ist das Opfer? Rosa Grevenich heißt das Opfer. Eine Fremdenführerin, die wohnte in dem Gasthof, wo wir gerade gefeiert haben. Gott, gürte mich mit Kraft. Die Rosa Grevenich, diese kleine Fremdenführerin. Ja. Gibt's Zeugen für die Tat? Nee. Der kniete neben der Leiche, mehr muss ich nicht sehen. Der hat sie kalt gemacht. Und das über den Köpfen der Polizei. Das ist eine Unverschämtheit. Können Sie sich vorstellen, was meine Tochter gerade durchmacht? Das ganze Buffet ist ruiniert! So ein Schwein. Aber wir stellen ihn. Und dann gibt's ein ordentliches Verfahren. Nur von mir persönlich. Herr Pfarrer, ist Ihnen irgendetwas Augenfälliges aufgefallen? Nein. Gut, dann nichts für ungut, Herr Pfarrer. So, komm, wir müssen weiter. Der muss hier noch irgendwo sein. Herr Pfarrer. Hallo, komm, mach hin! Danke, Pfarrer. Bedank dich nicht zu früh. Dich nicht den Häschern übergeben zu haben, ist die eine Sache. Aber zu glauben, dass du unschuldig bist, ist die andere. Komm mit. Im Angesicht des Herrn, hast du Rosa gemordet? Nein, Hochwürden. Ich schwöre. Im Antlitz des allmächtigen Gottes frage ich dich, hast du Rosa umgebracht? Nein, bei Gott und der heiligen Maria, Mutter Gottes. Wer war es dann? Ich weiß es nicht. Hast du sonst noch irgendjemand da gesehen? Nein. Und warum warst du da? Wart ihr verabredet? Nein. Ja, Sie hat Schluss gemacht vor einer Weile. Und weil sie mich heute Abend unbedingt sehen wollte, habe ich gedacht, sie hat sich anders überlegt. Und da bin ich schnell rüber zu ihr und da lag sie schon da. Tot? Ja. Ja, aber wir? Erschlagen, erdrosselt, erwürgt, erstochen, erschossen. Ich weiß es nicht. Sie lag inmitten ihres Zimmers und es war überall Blut. Ich habe sie nicht untersucht. War es nur warm? Herr Pfarrer, bitte. Es geht um die Bestimmung des Todeszeitpunktes. Also war der Leichnam nur warm? Ja, ich glaube, war noch warm. Aber warum fragen Sie mich das alles? Herr Pfarrer! Herr Pfarrer! Die Polizei war eben da. Schreckliche Dinge geschehen hier. Ein Mörder läuft frei rum. Ja, tschechischer Akzent, blonde Haare, blaue Augen, rote Jacke, sportliche Statur. 1,80? Der Mörder? 1,80? Nein, Herr Pfarrer. Nicht schon wieder. Höhere Gewalt? Guten Morgen. Herr Pfarrer, ein Mörder kocht in meiner Küche. Das überlebe ich nicht.
Jetzt hören Sie auf, wenn er sich hätte meucheln wollen, hätte er es schon längst getan. Außerdem bin ich um jeden froh, der hier kocht, so wie Sie momentan mit der Mikrowelle rumfuhrwerken. Hier schmeckt ja sogar der Speck. Dem Herrn Bischof wird das auch nicht recht sein. Den sagen wir es halt einfach nicht. Und wann wollen Sie ihn der Polizei übergeben? Johannes, was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Hier wird keiner der Polizei übergeben, zumindest solange der Fall geklärt ist. Und schon sind wir wieder mittendrin im Kriminalisieren. Ach, Krampf. Ich frage doch nur, weil hier im Codex Juris Canonici steht nichts von Asylgewährung. Warst du Praktikant bei der spanischen Inquisition? Wenn dein heiliger Philipp, der Patron der Verfolgten, dich hört, der fängt auf dem Samtkissen zu rotieren an, dass wir damit Strom erzeugen können. Original Czeski Omelette. Ganz einfach. Guten Appetit. Also ich denke, wir sind so in 5 bis 10 Minuten sind wir fertig. Ja, bist du nicht bei Trost? Nicht alles wegschmeißen. Was noch nicht angebissen wurde, ist noch sehr gut zu verkaufen. Das Bargeld. Ah, Herr Pfarrer. Und? Wer kommt für die Torte auf? Seht die Vöglein des Himmels, sie säen nicht, sie ernten nicht, und doch ernährt sie euer himmlischer Vater. Wer von uns beiden ohne Schulden ist, werfe die erste Torte. Ja, Gott sei Dank muss ich das nicht bezahlen. Wir müssen erst mal aufräumen. Aus dieser ganzen Schweinerei. Ja, ich hab schon gehört. Das ist doch eine Tragödie. Ich kann die Hälfte wegwerfen. Wenn erst mal die Kripo und der Leichenbestatter vorfahren, geht auf dem Buffet gar nichts mehr. Das ist die wahre Tragödie, wenn am Buffet nichts mehr geht, oder? Damit hört der Ärger ja noch nicht auf. Erst stand das eine Zimmer neben Rosa lange leer. Jetzt ihrs auch noch. Wer will da jetzt noch wohnen? Aber abgesehen von der Tragödie scheint es ein sehr gutes Fest gewesen zu sein, die Feier, oder? Ja, absolut. Kein Ärger, alle hatten ihren Spaß. Hat den Umsatz meines Lebens gemacht. Ja, sag mal, bist du denn wahnsinnig? Die Flaschen sind noch halb voll. Die kommen zu den offenen Beinen. Dann los! Herr Kobilke, was war denn die Rosa für ein Mensch? Schauen Sie, ich muss doch beim Requiem die Predigt halten und da würde ich gerne ein paar persönliche Worte sagen können. Ach so, ja. Sie war eine ganz reizende Person, ganz bescheiden. Wohnte da oben, zufrieden. Obwohl es nicht der große Luxus ist. Aber sauber und so, eben bescheiden. Hab nie Klagen über sie gehört. Hat sie einen Freund gehabt? Also, das weiß ich wirklich nicht. Verehrer bestimmt, so wie sie aussah. Aber ich bin ja wirklich nicht neugierig. Was soll ich jetzt davon halten? Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Wir bitten die Bevölkerung von Hafenberg um Mithilfe. Gesucht wird der tschechische Staatsbürger Matej Topol wegen Mordes. Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Der Gesuchte ist ca. 30 Jahre alt, 1,80 groß, mit sportlicher Figur. Sachdienliche Hinweise an die Polizei Pfaffenberg. Wenn Sie den sehen, rufen Sie uns bitte an. Ja, danke. Sicherheit ist ein Grundbedürfnis eines jeden Menschen und darüber hinaus ein Grundrecht. Es geht doch nicht an, dass Mörder illegal in unser Land einfallen und geliebte Bürger aus unserer Mitte reißen. Wer seine Heimat nicht vor Gefahren dieser Art schützt, versündigt sich gegenüber seinen Kindern. Diese Kriminellen gehören eingesperrt und abgeschoben. Bravo! Dafür werde ich mit all meiner Kraft kämpfen. Für eine bessere Zukunft. Für Sachsen. Für Deutschland. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren. Danke.
So, jetzt bitten die Staatsanlage noch mit Ihnen. Oh, na, du kannst mich ja noch nicht wählen, ne? Hallo, Herr Pfarrer. Was für eine Freude, Sie hier zu sehen. Lernen wir uns endlich mal persönlich kennen. Mal schauen, ob die Freude anhält. Hat Ihnen meine Rede gefallen? Eine Rede halt. Ich vermisse ein bisschen den Geist der christlichen Nächstenliebe. Aber wir weihen doch nächste Woche den katholischen Kindergarten ein. Ich freue mich schon auf eine gemeinsame Eröffnung. Mein Mann hat den Bau überhaupt erst möglich gemacht, auch finanziell. Ach, Frau. Das nenne ich wahrhaft großzügig im Sinne Jesu. Lasset die Kinder zu mir kommen. Auch die ausländischen. Ah, Edmund. Lob sei Jesus Christus, Herr Pfarrer. In Ewigkeit, Amen. Wenn die Polizei ihn schon gefunden hat, dann bin ich, wie sagt man, am Arsch. Hätte nicht gedacht, dass ein Liebesbrief so gefährlich sein kann. Wenn ein verliebter Gockel, der obendrein noch tatverdächtig ist, dem späteren Opfer schriftlich Tod und Teufel an den Hals wünscht, dann muss man sich nicht wundern. Ich war wütend, aber nur kurz. Rosa sollte den Brief heute erst finden. Ich muss mir jetzt für den Brief wiederholen. Ihr wart so oft an dem Platz, oder? Wer lebt in diesem Platz? Wir haben uns sehr oft da getroffen. Und es war unsere, wie sagt man, tote Briefkasten. Matthä, dir fehlt die Rosa sehr, oder? Ich vermisse sie. Also das klebt wie verrückt. Ja, die Kommunalpolitik hängt eben auch am Klerus. So, jetzt ist er ab. Ja, jetzt pressiert's. Was ist das denn? Wird hier schon hinter meinem Rücken gekocht, um sich lieb Kind zu machen? Das liebe Kind bereitet die von ihm selbst verschuldete Expedition Golgatha für mich vor. Die nächste Reisegruppe. Um Gottes Willen, was machen wir? In die Speisekammer, schnell. Rein. Hey, Johannes, was ist jetzt? Sie hatten recht. Der heilige Philipp hätte sich anders gewollt. Gentlemen, this is one of our most famous buildings. It was built in 1716 and it shows how people lived in former centuries. Oh, not. Noch 2 Kilometer. Und ich habe geglaubt, inzwischen wäre es für den Bayern leichter, zum Papst zu kommen. Auf geht's, Geiger! Kämpfen, Geiger! Sie immer noch Kommissar Geiger. Ach, Geiger, ihr zählt in den nächsten Tagen keine Titel! Ihr zählt nur der Wille! Glaubt ihr an Geiger? Na also, hören Sie das, Geiger? Enttäuschen Sie sie nicht! Wenn es irgendwas gibt, womit ich Sie enttäuschen kann, sagen Sie mir das bitte. Jetzt geben Sie mal alles, Geiger. Männer, auf geht's! Kommissar Geiger, du Arsch. Und? Das erste Mal dabei? Mein Vorgesetzter hat sich das im Floh ins Ohr sitzen lassen. Teamfähigkeit trainieren, Menschenführung, neuer Lernen, Grenzerfahrung, dieser ganze Quatsch. Als ob ich sowas nötig hätte. Das kennen wir alle hier. Ich bin ja schon das 2. Mal dabei. Weil es Ihnen beim ersten Mal so gut gefallen hat? Nope. Weil ich es beim ersten Mal nicht geschafft habe. Das kann ja heiter werden. Oh, Scheißrellerei. Was ist los? Ist Ihnen schwindelig? Ich halluziniere. Ein gutes Zeichen, Geiger. Sie nähern sich Ihren inneren Dämon. Ich weiß gar nicht, ob ich mich diesem Thema nähern will.
einzige Liebe. Und aufschließen! Und aufschließen, Männer! Aufschließen! Keine Sorge, die ersten 4 Höllentage vergehen auch. Quälend langsam natürlich, aber wenn einem Schlafmangel und Essenentzug nichts ausmachen, dann kommt man irgendwie durch. Essensentzug? Na, die wenigsten kriegen die Würmer und Käfer, die man hier im Wald findet, runter. Und Wild hat noch keiner erlegt. Ja, ist gut, Laune nur vor. Ich komme nach, kurze Pause. Ja, wir sehen uns dann am Seminarzentrum. Ab morgen wird's ernst. Prima. Hallo? 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 Oh Gott. Herr Pfarrer reicht völlig. Was machen Sie denn hier? Ich lerne gerade meine neue Gemeinde kennen. Ihr Gemeinde vorbeilaufen sehen. Was machen Sie hier? Survival Wellness für Straßenkinder mit integrierter Ausbildung zum Hungerkünstler, oder? Nein, nein. Fortbildung. Ja, es war nicht meine Idee, aber Sie würden staunen, wenn Sie sehen könnten, was die sächsischen Kollegen sich hier für ein Fortbildungszentrum hingestellt haben. Mit Hörsaal, Labor. Fango-Packungen. Nein, kein Fango. Sie haben mich nicht verstanden. Ich bin hier nicht auf Kur. Monsignore? Fröhlich hier. Grüß Gott, Pfarrer Braun. Ich wollte nur mal wissen, ob Ihnen Ihre neue Gemeinde gefällt. Das Pfarrhaus und die Kirche sollen ja eine wahre Pracht sein. Mit religiösen Kunstschätzen. Die ganze Welt reißt sich drum. Vielleicht darf ich einmal. Ist etwa der Kommissar Geiger bei Ihnen? Wie kommen Sie auf sowas? Sie tun's doch nicht schon wieder. Oder, Braun? Gott bewahre, aber... Monsignore, ich muss jetzt leider Schluss machen, weil ein schwaches Glied meiner Gemeinde bedarf meines seelsorgerischen Beistandes. Ich habe es gewusst. Sie tun es schon wieder. Und deswegen ist es gut, dass wir uns getroffen haben. Die Wege des Herrn sind oft wundersam. Das war kein Zufall, Geiger. Nein, ich weiß. Inneres Thema habe ich ja gerade gelernt. Geiger, ich bräuchte Ihre Hilfe. Sie sind einer der wenigen, die meine Qualifikation zu schätzen wissen. Ist doch nichts Illegales? Himmelrat bewahre, nein. Liebe Trauergemeinde, fassungslos stehen wir vor dem Leichnam dieses jungen, lebensfrohen Menschen. Und wir fragen uns, warum musste Rosa so jäh aus unserer Mitte gerissen werden? Noch dazu durch die Hand eines Gewaltverbrechers. Und wir fragen uns, wo liegt da der Sinn? Und wir bitten Gott um Antwort. Und wir müssen uns aber auch fragen, ob derjenige, auf den wir jetzt schon mit dem Finger der Anklage zeigen, ob das auch wirklich der Schuldige ist. Denn es spricht der Herr, ich sehe anders als der Mensch. Der Mensch sieht, was ihm vor Augen steht. Der Herr schaut in die Herzen. Und derjenige, der Schuld auf sich geladen hat und meint, er könne sich vor den Menschen verstecken, der mag vielleicht verborgen bleiben. Aber ihm sei gesagt, vor dem Herrn verbirgt er sich nicht. Dem unschuldig Verfolgten sei gesagt, er möge sich in Sicherheit bringen vor dem Mob der Ungerechten. Denn das Unheil droht von unbekannter Seite und straft mit der eisernen Hand des Gesetzes. Was machen Sie denn hier? Sind Sie wahnsinnig? Los, gehen Sie zurück ins Pfarrhaus. Aber wahrlich, ich sage euch, wer Schuld auf sich geladen hat in seinem Herzen, der möge dies bekennen vor Gott und der Gemeinde. Und jetzt lasset uns beten. Gott, du allein bist gut und allezeit barmherzig. Wir bitten dich für unsere Schwester Rosa, die du zu dir gerufen hast. An dich hat sie geglaubt und auf dich gehofft. Führe sie zur wahren Heimat und lasse die ewige Freude genießen und in deinem Frieden geborgen sein. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Super, Herr Pfarrer. Nein.
Das war eine sehr schöne Rede, Herr Pfarrer. Hat meinem Mann gut gefallen. Ich wünschte, ich könnte das von dem Predigen Ihres Mannes auch sagen. Ja, mein Mann hat ja die Fähigkeit und die Qualität, diese Region nach vorne zu bringen. Auch im Sinne der Kirche. Abominatio Domino labia mendatia. Lügenmäuler sind dem Herrn ein Gräuel. Er ist ein miserabler Lateiner. Ich verstehe. Schönen Tag noch. Ah, grüße Gott. Sagen Sie mal, kennen Sie die? Die Geschwister Kramer, sie heißt Annabel. Ist ein seltsames Pärchen. Sie wacht über ihn wie eine Hündin über ihre Welpen. Sie haben nichts als Schulden geerbt. Der Hof verfällt, die halten sich über Wasser mit Hilfsarbeiten. Er ist ein bisschen zurückgeblieben, wenn Sie mich fragen. Und sie ist irgendwie auch nicht ganz koscher. Ja, das ist es. Warmes Wasser, Fernsehapparat, 24 Programme, eigenes Telefon, altes Bett, neue Matratze. Ja, was ist denn du? Nimmst du das Zimmer? Ja. Und im Pfarrhaus mit dem neuen Fahrer hältst du das schon nicht mehr aus? Naja, ist recht. Kannst sofort einziehen. Wer ist da? Was hast du denkst, der heilige Philipp? Nein, ich dachte nur... Und, habe ich recht gehabt? Ja, das Dach wird bis zu Rosas Zimmer hinüber. Keine 5 Meter bis da. Und wirst du darüber kraxeln? Wie bitte? Du willst das kriminalisieren lernen. Was will ich lernen? Da hast du Werkzeug. Ich kann das nicht. Aber Hochwürden hat nicht die Rede. Ich will doch nur ein guter Messner sein. Ich gehe in die Kirche zu Weihrauch und Myrrhe. Ich bin drin. Das war nicht zum Überhören. Das mach endlich wie besprochen. Ja. Wie nochmal? Scharnierstifte, Hammer. Ja, ich weiß. Nicht so zärtlich. Du sollst niemanden kreuzigen, Pontius. Mach die Tür auf. Was? Mach nicht so einen unchristlichen Lärm, du Einbrecherkönig. Ich hab's geschafft. Aber so ein Wunder und du wirst heilig gesprochen. Damit sind die Päpste allerdings ganz schnell. Ist das nun ein Einbruch? Auf deiner Seite schon, Johannes. Wurde sie dort ermordet? Na, genau da. Manche Barmherzigkeit. Was suchen wir hier eigentlich? Ein Fehler. Ein Fehler? Jeder Täter macht am Tatort einen Fehler und den suchen wir. Vielleicht war der hier ja unfehlbar. Dann hätte man Täter ja schon. Der unfehlbar ist nur einer. Wir wollen doch den Heiligen Vater nicht beschuldigen, Johannes, oder? Der Fehler? Vielleicht. Geh mal. Da, Genosse Vorposten. Die war mit dem Kraxeln auf dem Dach, war sehr schlimm. Ja, nein, es ging eigentlich. Sehr gut, weil du musst auf dem gleichen Weg zurück. Und der Letzte macht die Tür zu. Ciao. Ich bin aber
nicht bestechlich, dass es mal klar ist. Ist klar, definitiv. Geiger, seien Sie halt nicht so nervös. Es geht um ein paar Briefe und umsonst nichts. Ich bin überhaupt nicht nervös. Ich bin nur so schwurbelig. Dann schwurbeln Sie mal das Graphitpulver rüber. Wenn dieser Menschenschinder merkt, dass ich seinen Schlüssel habe, um mit einem Pfarrer über fremden Liebesbriefen erwischt zu werden, das ist nicht schön. Sagen Sie, mit dem Mord hat das nichts zu tun, ne? Mord? Es geht um Kollektendiebstahl. Pinsel. Das ist nicht Ihr Ernst. Doch, die Welt ist verdorben. Pinsel. Pinsel, bitteschön. Kleber. Kollektendiebstahl, das ist ja quasi so. Da greift ja jemand Gott selbst in die Tasche. Was sind das bloß für Menschen? Ach so, und das mit den Briefen, da können Sie den dann überführen. So ist es, Träger. Träger. Haben Sie gar nicht so übel gemacht. Danke, Schwester, die anderen Träger. Anderen Träger. Keine Einträge beim BKA. Ah, das ist interessant. 3 Gruppentypen. Sind Ihre auch dabei? Ich hab doch meine Fingerabdrücke nicht mit eingeschickt, ich bin doch nicht blöd. Das bedeutet, dass 3 Leute den Brief in der Hand gehabt haben. Absender, Empfänger. Noch jemand hat seine Hände drauf gehabt. Irgendwas in diesem Brief ist seltsam. Na, keine schöne Handschrift, ziemlich ungelenkt, typisch Mann eben. Geiger. Am liebsten würde ich ein handschriftliches Gutachten erstellen lassen. Sie würden heißt ja wohl, ich soll. Na, das heißt, Sie müssen, weil sonst kriegen Sie nichts zum Essen. Mein Bischof, ich hatte einen Traum. Träumen Sie nicht mühlich. Wir haben ein Problem. Darüber wollte ich ja gerade mit Ihnen sprechen. Ich glaube, dass... Ich glaube, er tut es schon wieder mühlich. Ach, Sie wissen es schon? Habt ihr es auch durch eine Epiphanie erfahren? Nein, durchs Telefon. Vage Gerüchte aus lokalen, pfaffenbergischen Quellen. Braun soll doch tatsächlich im friedlichsten Ort Deutschlands den einzigen Mord seit Jahrzehnten aufgetan haben. Wir müssen ihn zur Ordnung rufen. Ja, machen Sie das mühlich. Auf mich hat er doch noch nie gehört, mein Bischof. Auf mich offensichtlich auch nicht. Gut, ich mach's ja schon. Vielleicht ist es ja alles nur ein Missverständnis. Sagte Judas zu Jesus. Braun? Mein lieber Guido Hemmelrath hier. Wenn Sie mein lieber Guido sagen, dann bin ich meistens nicht Ihr lieber Guido, oder? Haben Sie Freude an Ihrer Gemeinde, am Pfarrhaus? Ja, bis auf den Wanderpfad, der durch mein Pfarrhaus führt. Ich möchte mal so sagen, der österliche Petersplatz ist dagegen die reinste Einsiedelei. Aber sonst geht's. Aha. Mir sind da so ein paar missverständliche Dinge zu Ohren gekommen. Ich verstehe nicht. Kriminalistische Dinge, mein lieber Guido. Ach so? Ich bin Bischof. Das ist eine mich ausfüllende Angelegenheit. Ich mag mich nicht mehr immer nur um Sie kümmern müssen. Ah ja? Nun, ich bin sicher, Sie sind vernünftig geworden. So ist es doch, Braun? Ich halte es mit der Schrift. Exzellenz, der Weise spricht mit Überlegung, der Tor verbreitet nur Dummheit. Ja. Ja. Also, seien Sie ein solcher Kluger und tun Sie alles mit Überlegung. Ich verlasse mich auf Sie. Haben Sie viel Ärger von mir? Ich arbeite dran. Kriegen wir schon. Was gibt's? Besuch. Ich komm gleich.
bösen Buben haben es immer leichter. Und einen Zimmerschlüssel. Hier noch! Jetzt schnappen wir uns! Was kurzer Johannes, der ist weiß Gott wohin verschwunden. Glück gehabt! Nächstes Mal habe ich dich! Johannes, jetzt beruhig dich. Ich werde mal das Wirtshaus vorhin checken und du kannst oben ausziehen. Normal oder durchs Fenster? Kein einfacher Chef, der Kobilke, oder? Er ist ein Menschenschänder. Kennen Sie diesen Brief? Nein. Was wollen Sie denn von mir? Die Wahrheit. Lassen Sie mich bitte durch. Marcel, kommst du? Ihr Bruder hat nichts von mir zu befürchten, sagen Sie ihm das. Er kann jederzeit zu mir kommen. Ich weiß nicht, ob er das will. Wer ist denn da? Ja, Geiger hier. Ich wollte nur... Ja, Moment bitte. Ja, wegen mir hätten Sie nicht aufräumen müssen. Geiger, was gibt's? Hab die Schnauze voll von der Wildnis. Einen Mörder werden Sie ja wohl nicht in der Küche haben. Dann kommen Sie rein. Ach so, Sie sind schon drin. Kommissar Geiger ist da. Guten Abend allerseits. Ach, das riecht ja herrlich. Frau Rosshauptner, mein Kompliment. Danke. Möchten Sie etwas essen, Herr Hauptkommissar? Ja, bin so frei. Keiner sonst? Wir haben keinen Appetit. Also gut. Wer ist da drin? Ihr Opferstockmarder? Frau Rosshauptner, Sie müssen doch nicht Ihren jugendlichen Verehrer vor mir verstecken. Er war es nicht, wirklich. Ich hatte den Richtigen schon fast. Moment mal. Er wird doch gesucht. Per Steckbrief gesucht. Das ist jetzt nicht wahr, nicht? Ich gehe. Ich war überhaupt nicht hier. Kollektendiebstahl. Da haben Sie mir aber einen schönen Bären aufgebunden. Herzlichen Glückwunsch. Na, sagen Sie mal gar nichts. Aber einen guten Rat gebe ich Ihnen. Liefern Sie diesen armen Teufel bei der Polizei ab, sonst gibt's mehr Ärger, als selbst Sie vertragen können. Und danken Sie Ihrem Herrgott, dass ich nichts gesehen habe. Mann, Mann, Mann. Gibt es gar nicht, du. Kollektendiebstahl. Frechheit. Sowas nennt sich Pfarrer. Ludkopf, den schnappen wir uns. Heimweh oder was? Haben Sie schon genug Ärger von mich? Besser, wenn ich verschwinde, gehe ich zurück nach meiner Heimat. Matej, stellst du dir das vor, du wirst steckbrieflich gesucht, du kommst maximal bis zum nächsten Ampelmännchen. Was ist denn hier los? Ach, der Kollege will ein bisschen frische Luft schnappen und jetzt springt er gleich wieder runter und macht das Fenster zu. Du willst nicht, dass hier im Hause die Mikrowelle gewinnt. Wie oft soll ich noch sagen, dass ich ein Kollege bin? Warum sind Sie denn so durch die Nacht geschlichen? Ich kann mir meine Abendspaziergänge einteilen, wie ich will. Und was ist das hier? Wonach sieht das aus? Wissen Sie, was ich glaube? Ich glaube, Sie haben Dreck am Stecken. Und ihr beide seid wirklich bei der Polizei? Franz! Herr Hauptkommissar, wir haben hier einen Verdächtigen.
Endlich mal jemand Vernünftiges. Ich meine, so viel Dusseligkeit ist mir überhaupt noch nicht untergekommen. Sind ja die reinsten Stasi-Methoden. Stasi-Methoden hätten Sie keine 5 Minuten ausgehalten. So, jetzt machen wir erstmal Kaffeepause, ja? Beste Idee seit Stunden. Lass euch alle einsperren. Herr, ich könnte ein bisschen irdische Hilfe gebrauchen. Du weißt selbst, der Starke ist schwach allein. Das ist jetzt nicht von dir, das ist wahrscheinlich vom Clausewitz, aber du weißt schon, wie ich es meine. Bin wieder mit von der Partie. Sie können von mir alles haben, was Sie wollen. Wollen wir diesen Dorfpolizisten noch mal zeigen, wo es lang geht? Herr, dein Wille geschehe, aber ein bisschen mehr Stärkung hätte schon sein dürfen. Grüß dich, Maybrit. Hallo, Erich. Meine Güte. Oh, Sie sind. Es tut mir wirklich leid, Herr Pfarrer. So robust bin ich, dass ich es aushalte. Der katholische Geistliche darf sich von der holden Weiblichkeit nicht zu Fall bringen lassen. Sagen Sie mal jetzt nach der Hochzeit, wie heißen Sie überhaupt? Ja, Hagenow ist ja jetzt vorbei. Ja, eben. Ab jetzt gilt Zappel. Wie? Zappel, Maybrit Zappel. Ist schlimm, oder? Ich würde Ihnen empfehlen, Ihren Sohn nicht nach dem heiligen Philipp zu benennen. Nein, das hatten wir nicht vor. Was ist los? Was haben Sie? Können Sie gerade mal halten? Das fällt Ihnen. Keine Sorge, ich nehme Sie gleich wieder ab. Ich bin nur noch so ein bisschen wackelig auf den Beinen. Der Schock, oder was? Ach, was Schock. Ich bin da nicht so zart beseitet. Ihr Vater hat sich aber große Sorgen um sich gemacht, habe ich den Eindruck gehabt. Nee, der war besorgt um seine Feier. Und natürlich empört, weil der Kerl es quasi gewagt hat, in Anwesenheit seiner Majestäten Verbrechen zu begehen. Aber Sie selber haben auf der Hochzeit schon ein bisschen geschwächelt. Erzählt man sich das schon? In einer Kleinstadt spricht es aber schnell rum. Naja, wenn die Braut die Löffel lang macht. Obwohl ich gar nicht weiß, warum, weil normalerweise kann ich echt was ab. Aber an dem Abend, da hat schon ein Glas, ein Schluck Wein ausgereicht. Ach, normalerweise macht Ihnen der Alkohol nichts aus. Kein Stück. Wissen Sie, was wir normalerweise trinken? Und dann habe ich mir beim Umkippen habe ich mir auch noch den ganzen Wein übers Kleid geschüttet. Ach, und deswegen muss das hier in die Reinigung. Genau. Also danke. Wohl, es ist wahrscheinlich eh ruiniert. Obwohl, wahrscheinlich brauche ich es ja auch gar nicht mehr. Wenn es nach meinem Chef geht, auf keinen Fall. Bis der Tod euch scheidet. Ja, super. Jetzt ist gut. Tschüss. Was hast jetzt du da? Ich dachte schon, Sie verstehen mich nicht. Ich habe die Bilder vorhin im Fotoladen entdeckt und gedacht, das interessiert Sie bestimmt. So talentiert du als Kriminaler bist, Johannes. So miserabel bist du als Pantomime. Was wir jetzt brauchen, ist eine Idee, Dr. Watson. Was soll ich jetzt mit den Äpfeln? Bin ich der Baum der Erkenntnis, oder was? Großhaupterin, zu mir ist pressiert. Ich kann jetzt nicht. Ich muss erst die Betten lüften. Genau, die brauchen wir. Die nehmen uns mit. Kriegen genug Luft unterwegs. Also jetzt ist er völlig durchgedreht. Entschuldigung, aber wir reinigen keine Federbetten. Bitte, es ist ein Notfall. Es tut mir leid, aber wir haben ja gar nicht die Maschinen dafür. Es steht doch auch im Fenster. Sie verstehen mich nicht. Wir bekommen eine Delegation aus dem Vatikan. Die kann ich doch nicht in diesen muffigen Federbetten schlafen lassen. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid, aber ich kann es doch auch nicht ändern. Es muss doch die Möglichkeit geben, in diesem Ort Federbetten zu lassen. Früher ging das einmal, aber heute geht sowas alles nicht mehr. Wissen Sie, was das auch für ein Licht auf diesen Ort wirft? Pfaffenberg heißen und muffige Federbetten haben. Das geht nicht zusammen. Wie oft soll ich es Ihnen noch sagen? Ich kann Ihnen nicht helfen. Jetzt hören Sie mir doch noch mal zu. Ich kann nur den Wenn es nicht mag, dann gehen wir woanders hin. Wissen Sie was? Ich mach's selber. Kein Wunder, dass der neue Papst nicht aus Pfaffenberg kommt. Ey. Gut so? Mhm, danke. Ich bin ziemlich verspannt. Naja, liegt ja auch alles auf deinen Schultern. Ja. Erst der Wahlkampf, unser Sieg, dann der Mord.
Der neue Pfarrer ist auch ganz anders als der alte, nicht? Ein Klugschwätzer ist das. Hat er dich geärgert? Nein. Ja, kann sein. Der Bischof hat dich doch gebeten, ihn wieder anzurufen, wenn der Pfarrer Ärger macht. Man erzählt sich, dass er den halben Ort nach der Mordnacht und der Hochzeitsfeier ausgefragt hat. Der steckt seine Nase überall rein. Mit dem haben wir noch unsere Freude. Das sag ich dir. Eine Gemeinde kann man auch wieder verlieren. Hm, ich weiß nicht. Nach so langer Zeit hast du immer noch Skrupel? Manchmal wünsche ich mir, du hättest auch noch ein paar. Nein. Nein, nein. Du wünschst dir, dass wir gewinnen. Und ich hatte so gehofft, er sei vernünftig geworden. Aber aus welchem Grund soll ich denn dort erscheinen? In Pfaffenberg. Ich kann doch nicht durch die ganze Republik reisen, um einen Pfarrer zu disziplinieren. Da lacht man mich ja aus in Rom. Das wäre schrecklich. Kinder, mein Bischof. Wie man? Kleine, süße Kinder. Müllig. Wenn das wieder eine Ihrer Visionen ist. Nein, keine Vision. Eine Eingebung. Ich sehe es direkt vor mir. Kleine, süße Kinder jubeln ihnen zu, singen, überreichen ihnen einen Blumenstrauß, weil sie mit dem noblen Spender wohlgemerkt den neuen Kindergarten einweihen. Müllig. Sie sind schrecklich. Sie schmeicheln mir. So machen wir es. Organisieren Sie die Reise nach Pfaffenberg. Offiziell wegen der Einweihung des Kindergartens. Doch wohnen werden wir im Pfarrhaus und können so den Braun an die Leine legen. Hervorragend. Ach, Mühlich. Informieren Sie Pfarrer Braun, dass wir kommen. Mein Bischof? Nein, nein, Mühlich. Wir wollen ihm keine Falle stellen, sondern konstruktiv an einer Lösung arbeiten. Also bitte rufen Sie ihn gleich an. Hier, von meinem Apparat. Wie Sie wünschen, mein Bischof. Geiger! Alle anderen sind schon oben. Sie hängen da, als ob sie sich gerade morgen vollgeschlagen hätten. Ich stürz lieber schnell zu Tode, als dass ich langsam verhungere. Geiger, die Arbeit ruft. Oh, Pfarrer Braun, die haben mir einen Heidenschreck eingejagt. Du musst runter ohne Absicherung. Kann jetzt gerade nicht. Aber nein, Beweisstücke. Na gut, gehen wir. Moment. So, wir können. Geiger! Geiger! Geiger. Er ist tot. Sie haben ihn umgebracht. Was? Er hat ihn umgebracht. Kommissar Geiger? Gehen Sie da rein. Sie brauchen nicht anzuklopfen. Die Kirche steht für jeden offen. Ist der Pfarrer da? Nein, tut mir leid. Worum geht's denn? Es geht darum, ich hätte was zu beichten. Sie wollen das Gerät nach Handbuch bedienen? Für was ist so ein Handbuch sonst da? Würden Sie auch eine Gehirnoperation nach Handbuch vornehmen? Bei Ihnen schon. Geiger, jetzt machen Sie, was ich Ihnen sage. Ich will wissen, warum die Braut aus den Latschen gekippt ist. Ich meine, normalerweise reicht der sächsische Dornfelder allein, aber bei dem Mädel nicht, die ist eine Kampftrinkerin. Also, jetzt drücken wir den linken Knopf. Geiger, den linken habe ich gesagt, nicht den rechten. Na, wie habe ich das gemacht? Perfekt, als hätten Sie die Gehirnoperation schon hinter sich. So, was haben wir jetzt da? Tannin. Soll ich zum sagen, ist in jedem Rotwein drin. Und was ist das?
Ja, das ist doch... Lauter Träg, nichts wie Träg. Richtig. Aber das ist interessant. Gamma-Hydroxybuttersäure. K.O.-Tropfen. K.O.-Tropfen, natürlich. Davon einen Trink und Sie... Machen die Löffel lang. Ja. Eine zusammengebrochene Braut. Mehr Aufsehen erregt nichts auf der Hochzeit. Alles Lambo. Das war knapp. BKA, das Handschriftengutachten. Duscher hier. Jetzt mache ich die Löffel lang. Eine Frau? Genau, der Verehrer ist eine Verehrerin. Gibt's doch nicht. Doch gibt es auch, wenn ich die Dame nicht um ihre Handschrift beneide. Damit scheidet der Marcel als Täter aus. Jetzt, wo Sie sagen, der war vorhin hier. Was wollte er? Keine Ahnung, irgendwas beichten. Jetzt wird es langsam unübersichtlich. Ja, das Problem haben wir Kriminalisten ja ein Leben lang. Wenn das einer beurteilen kann, Geiger, dann Sie. Wo ist eigentlich unser Chefkoch? Der hat sich hingelegt. War zu erschöpft. Annaberg, bist du das? Du hast sie umgebracht. Ich habe keinen umgebracht. Lügst du? Nein, tue ich nicht. Du warst doch bei dem Pfarrer. Was wolltest du beichten? Hä? Hey, hey. Ich hab den Mörder! Der arme Bub. Herr Pfarrer, Sie haben ja noch gar nichts Ich kann gegessen. mir ohrfeigen, dass ich nicht früher drauf gekommen bin, was der vorhat. Die Suppe ist mir wirklich gut Den gelungen. Kobilke, den hätten sie sehen sollen. Der hat grinst wie der Saul ausgeschaut, als ob er eigenhändig einen Jack the Ripper mit der blanken Hand gefangen hätte. Ich kann Ihnen auch was Leckeres braten. Großhauptnerin, Sie kennen mich. Ich denke manchmal laut. Und beim kriminalistischen Kombinieren verdächtige ich schon mal jemanden. Das hat aber nichts zu bedeuten. Aber der Matthä, der weiß das nicht. Das hätte ich bedenken müssen. Vielleicht möchten Sie ein Dessert. Braucht kein Dessert, braucht eine Lösung. Ach, jetzt hören Sie auf zu jammern und holen Sie den armen Jungen da raus. Sehr wohl. Am Ende kriegen wir sie doch alle. Sehr gute Leistung. Danke, Reinhard. Aber hier, meine Fopos. Ich meine, meine Einsatzkräfte, die waren auch sehr schnell vor Ort. Danke, Franz. Ah, Herr Pfarrer, Sie hier? Ich möchte Herrn Topol sprechen, unter 4 Augen. Warum das denn? Herr Topol hat mich in meiner Funktion als Seelsorger zu seinem geistlichen Beistand bestimmt. Das kann doch gar nicht sein. Ne, der durfte doch gar nicht telefonieren. Meine Herren, darf ich Sie darauf hinweisen, dass die Willkürmaßnahmen des Arbeiter- und Bauernstaates nicht mehr angesagt sind, sondern dass wir jetzt in blühenden Landschaften leben, zumindest was Grund- und Menschenrechte anbelangt. Sehr schön. Also gut, gehen wir. Sie haben 15 Minuten. Überspannen Sie den Bogen nicht, Herr Braun. Franz, du willst ihn doch mit dem Pfarrer nicht alleine lassen. Ja, was glaubst du, dass er ihn unter seinem Pfaffendeckchen rausträgt und in seiner Kirche versteckt? Und nenn mich nicht Franz! Und Sie auch nicht! Pfarrer, es tut mir leid. Ich wusste auch nicht, was mit mir los war. Beruhig dich, du hast ja keinen umgebracht. Da sind Sie aber der Einzige, der das glaubt. Der Marcel, der eigentlich bei mir beichten wollte, war es übrigens auch nicht. Die Briefe stammen von einer Frau. Von einer Frau? Ja, ich war genauso überrascht wie du. Dann war er nicht der Verehrer und auch nicht der Mörder. Aber was wollte er dann Ihnen beichten? Was weiß ich, vielleicht seinen ständigen Mundraub bei seinem Chef. Halte ich ja nicht für Sünde, sondern für einen Akt ausgleichender Gerechtigkeit. Heißt ja schon im Gesetz des Moses, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Hat anscheinend ein sehr gut funktionierendes Gewissen. Da könnten sich manche hier mal eine Scheibe abschneiden. Und was wird jetzt mit mir? Du brauchst dir keine Sorgen machen. Weil die Rosshauptnerin hat mir gesagt, ich soll dich hier rausholen. Und wenn die Rosshauptnerin das sagt, was soll ich machen? Marcel, hol mir mal den großen Korb. Grüß Gott, Sie werden mich wahrscheinlich kennen. Ich bin der Pfarrer Braun. Was wollen Sie hier? Sie waren in die Rosa verliebt.
Herr Pfarrer, Stimmt's? ja, Und Ihr Bruder hat davon gewusst und war sozusagen der Postillon d'Amour, oder? er hat ja in der Elbkrone gearbeitet. Und da fiel es nicht so auf, wenn er die Briefe unter der Tür durchgeschoben hat. Ach, und daher die dreierlei Fingerabdrücke, ne? Verstehe. Was? Ich habe nur laut gedacht. Ich habe sie nicht umgebracht. Haben Sie ein Alibi für die Tatzeit? Ich war an dem Abend gar nicht in der Nähe, als sie ermordet wurde. Ich arbeite manchmal noch als häusliche Pflegerin. Ich versorge eine alte Dame, Frau Brähler. Die können Sie fragen. Haben Sie eine Ahnung, wer in der Lage sein könnte, sowas zu machen? Sie haben doch gerade den Matthäi erwischt. Der Matthäi war es nicht. Und da sind Sie sicher? Da bin ich ganz sicher. Wenn Sie es jemandem erzählen? Das von Ihrem Verhältnis zu der Rosa. Wieso fragen Sie? Weil, was das in so einer kleinen Stadt bedeutet, dabei war sie es vielleicht gar nicht wert. Rosa war keine Heilige. Dem Matthäi hat sie schnell den Laufpass gegeben. Zu gutmütig für sie. Dann hat sie gleich was mit dem anderen angefangen. Aber davon durfte keiner was wissen. Aber Sie haben es gewusst. Ah, Herr Pfarrer, zu Ihnen wollte ich gerade. Ruhig, Geige, können Sie jetzt nicht brauchen. Wieso das? Wieso das? Der Chef ist da. Gott, in Ihrer Küche? Doch nicht der Chef, Sie Heide, der Bischof. Ja, aber ich habe Hunger und ich gehe nicht ehrlich, bevor ich was... Ich schmeiß Ihnen was runter. Ja, aber vorsichtig, ich will das nicht vom Pflaster kratzen. Guido, wo bleiben Sie denn? Sie tun es doch nicht schon wieder, oder? Entschuldigung, ein schwaches Glied meiner Gemeinde bedurfte schon wieder meines seelsorgerischen Beistandes. Mein lieber Guido, nie wieder soll ein schlechtes Wort über die Kochfähigkeiten der Frau Rosshoffnerin über meine Lippen kommen. Das ist ja ganz köstlich. Danke, Exzellenz. Seid schwül, wir kaum Luft. Fenster auf. Wenn er schlanker wäre, würde er nicht so schwer atmen. Ja, Guido, ich muss Sie bitten, zur Eröffnung des Kindergartens ein paar warme Worte für Dr. Bartes, den edlen Spender, zu finden. Multoque melius non vovere, quam post votum promissa non complere. Multoque melius est non... besser, wenn... Es ist besser, du gelobest nicht, als dass du nicht hältst, was du gelobst. Ihr Messner ist ja außerordentlich talentiert. Mein Messner, den sollen Sie mal klettern sehen. Er ist vor allen Dingen außergewöhnlich vorlaut. Ja, Multoque melius... ach, Melius, sehen Sie doch... Mühlich. Ich denke, das... Sehen Sie doch mal nach, ob das nicht Sprüche Salomos sind. Prediger Salomon, 4,5. Ach, Mühlich. Wie gut, dass wir nicht gewettet haben. Aber schlecht für Ihr Leber, weil jetzt müssen Sie den Wein alleine trinken. Mühlich, wir dürfen nicht vergessen, dass der Dicke abspecken muss. Ich werde mich persönlich drum kümmern. Meine Güte, was war denn das? Da hat gerade einen Solidaritätszuschlag bekommen. Wir feiern heute ein Fest und kommen hier zusammen. Wir feiern heute ein Fest, weil Gott uns alle liebt. Herein, herein, wir laden alle ein. Herein, herein, wir laden alle ein. Meine lieben Freunde, einen ganz herzlichen Applaus für unsere jungen Künstler hier. Ja, das war ja großartig. So, nun kommt der spannende Teil immer näher. Und es sollen die zu Wort kommen, die neben mir diesen Tag der Freude erst möglich gemacht haben. Ich sehe, der Herr Bischof Hemmelrath und der Herr Pfarrer Braun sind schon anwesend. Wer möchte denn von Ihnen, meine Herren? Ja, liebe Eltern, liebe Freunde des Kindergartens, liebe Kinder. Und? Hat er endlich gestanden? Der ist ja hartnäckig. Ja,
Er behauptet immer noch, er sei erst nach dem Mord dort angekommen. Rosa soll ihn per SMS zu einem Gespräch eingeladen haben. Dabei haben wir bei ihr gar kein Handy gefunden. Das ist alles sehr unglaubwürdig. Herr, ich danke dir für diese erlösende Kurzmitteilung. Ich bin ein Hornochse. Ein sehr guter Anfang. Meine lieben Freunde des Kindergartens, ich übergebe jetzt das Wort an einen Menschen, ohne den dies alles hier nicht möglich gewesen wäre, an unseren geistlichen Oberhirten Bischof Hemmelrath. Multocque, Melius est non est wie, wo wäre. Es ist besser, dass du nicht gelobst, als dass du nicht hältst, was du gelobst. Das ist aus den Sprüchen Salomos. Und er hat... Recht. Was? Recht. Ja, natürlich hat er recht, Möglich. Recht hat er. Gut, Sie dürfen zu ihm. Aber ich behalte Sie im Auge. Sie sind mir verdächtig. Wenn die Ökumene genauso flutscht wie die Wiedervereinigung, haben wir in 100 Jahren noch keine Angst vor dem gemeinsamen Abendmahl. Warum hast du mir nicht gesagt, dass die Rosa dir eine SMS geschickt hat? Was? Ach, die Rosa? Ja, die hat mir eine SMS geschickt. Hat sie mich gefragt, ob ich sie sehen möchte. Aber das habe ich doch erzählt. Das hast du nicht gesagt. Ich weiß doch auch nicht mehr. Ich war doch total durcheinander. Ist es denn so wichtig? Wenn es so am Wurscht ist, ob man im Gefängnis sitzt, ist es natürlich nicht wichtig, aber so eine SMS, die kann doch Gott weiß nicht, wer geschickt haben. Sie meinen? Was ist? Nix. Geh mal. So, der Rosa, ihr Handy muss da irgendwo sein. Das ist der Fehler. Dann rufen wir da jetzt an. Was meinst du, was ich gerade mache? Aus dir wird ja schon ein richtiger Kriminalist. Ich will eigentlich erstmal nur ein guter Messner werden. So wie der Geiger ein guter Polizist werden will. Jetzt leid's. Ich höre nichts. Das höre ich selber. Tja, dann weiß ich jetzt auch nicht weiter. Ich weiß zwar nicht, wer die Maus ist, aber ich hätte einen Speck für die Falle gegeben. Und man sagt ja auch, sprechen Sie über alles, aber nie über 55 Minuten. Und daran will ich mich jetzt halten. Also, es ist ein sehr, sehr schöner Kindergarten geworden. Und ich hoffe, ihr habt viele Kinder. Sonst müsst ihr das eben ändern. Ja, also viel Spaß dabei. Bei der Eröffnung meine ich. Danke sehr. Herr Bischof, eine ganz ausgezeichnete Rede. Sehr beeindruckend. War es zwischendurch nicht etwas langatmig? Nein, eine gute Passage über die Apostel, auch wenn es 12 waren und nicht 11. Mein Bischof und deren historische Einordnung hätte man etwas kürzer fassen können, muss man auch. Ja, aber dann hat es mir doch richtig Spaß gemacht. Und es kam auch sehr gut an. Hat der Braun doch mal was richtig gemacht. Na, so würde ich das auf keinen Fall sagen. Ach, Möhlich, Sie müssen auch mal vergeben können. Und Sie müssen jetzt schneiden können. Herr Bischof, kommen Sie. So, Sie bitte. Prost. Da schau her, die Frau Bartels. Was machen Sie denn hier? Und wer ist der Mann?
Sie dürfen mich hier gar nicht festhalten. Das ist Nötigung. Das ist der Kommissar Geiger. Der kann zwar nicht viel, aber das kann und darf er. Darf ich bitten? Sie haben keine Beweise. Wir haben Sie quasi mit der Hand in der Keksdose erwischt. Und nur der Täter konnte wissen, wo sich das Handy befindet. Wie lange haben Sie schon gewusst, dass Ihr Mann ein Verhältnis mit der Rosa gehabt hat? Zu lange. Er hat gedacht, ich würde es nicht merken. Aber jede Frau merkt, wenn sie betrogen wird. Die meisten nehmen es nur einfach so hin. Sie wollten es aber nicht so hinnehmen. Nein, natürlich nicht. Schönes Paar, richtig verliebt. Das gibt sich. Ich habe aus ihm das gemacht, was er ist. Ich habe mein Privatleben, meinen Wunsch nach Kindern geopfert, damit er Karriere machen kann. Mein Bitte, hätte er mich mal betrogen. Gut, ich bin ja nicht naiv. Männer wollen was Junges. Aber der Idiot muss sich hier verlieben. Das haben Sie natürlich nicht zulassen können. Er hätte nicht nur sich, sondern auch mich ruiniert. Wir waren auf dem Weg nach ganz oben. So, Hochzeit ist eine gute Gelegenheit, aber da braucht man natürlich ein Ablenkungsmanöver, dass man unbemerkt die Terrasse verlassen kann, oder? Auch eins? Danke. Denk daran, du bist nicht allein. Dam, 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 dam. Marmorstein und Eisenweg, aber Die Kuh hat sich so lange Zeit gelassen. Hat aber dann doch noch getrunken. Ich hatte ja nur 10 Minuten höchstens. Oh, mein Schatz. Ihr Mann hatte einen Schlüssel zu Rosas Zimmer. Ja. Dann mussten sie noch eine SMS an den Matthäus schreiben, von dem sie wussten, dass er auf die Rosa steht. Der würde kommen, wenn die ruft, das war klar. So eine SMS ist ja schnell geschrieben, aber wie kommt das Handy in den Fußbodenspalt? Ich habe mich erschrocken. Sie hat sich noch mal bewegt. Das war also Pech mit dem Handy. Dann wurde die Zeit knapp, oder? Ja, ich musste ja zurück zur Hochzeit. Das Handy wollte ich später holen. Und dann mussten Sie sich einmischen. Was mich interessieren würde, wie haben Sie denn die Zeugen hier hochgebracht, die den Matthäus entdeckt haben? Das war ein bisschen Glück. Ich wollte eigentlich irgendjemanden nur unter einem Vorwand nach oben schicken, aber so war es ja viel besser. Langsam, langsam. Ich will ja nicht stören, aber da oben ist eine Dachkammer frei. Oh, du Arme, hier trink mal was, es tut dir gut. Es wird gleich besser. Rosa. Rosa? Rosa? Rosiczka! Rosa! Ich war es nicht. War sie schon tot? Ich weiß nicht, was gottloser ist. Diesen jungen Menschen hier umgebracht zu haben oder einen anderen Unschuldigen dafür ins Gefängnis zu schicken. Niemand ist unschuldig.
Richtet nicht, damit nicht ihr gerichtet werdet, und verdammt nicht, damit nicht ihr verdammt werdet. Gehen wir. Aua. Hier, Ihre Sachen. Ist alles drinne. Der Polizei von hier habe ich immer vertraut. Herr Topol, Sie verstehen... Topol. Ja, Sie verstehen das sicher. Fehler passieren. Nein, das verstehe ich gar nicht. Und der größte Fehler ist, dass Sie hier etwas zu sagen haben. Aber Sie, Hochwürden, Sie werden doch sicher bei dem da oben ein gutes Wort für uns einlegen. Im Himmel herrscht mehr Freude über einen Sünder, der sich bekehrt, als über 99 Gerechte. In diesem Sinne, denkt um und tut Buße. Ich möchte jetzt raus hier. Herzlichen Dank für alles. Das ist ja eine richtige Männerfreundschaft. Wenn das Ihr Papst sieht? Deine Gedanken seien rein, Geiger, spricht der Herr. Woher wussten Sie bloß, dass die Badels ausgerechnet heute Abend versuchen würde, das Handy zu holen? Indem ich der Täterin klargemacht habe, dass das Handy kurz davor ist, entdeckt zu werden. Wie macht man das? Indem man eine Bodensanierungsfirma bittet, den Firmen-LKW vor der Elbkrone einen Tag lang zu parken. Den ganzen Tag? Wie geht das? Freibier bis zum Abwinken. Sie möchte ich nicht zum Feind haben. Zum Freund wird es auch nicht reichen, leider. Guido, um der Liebe Christi willen, was haben Sie denn? Blähungen. Ach, jetzt reißen Sie sich mal zusammen, Herr Pfarrer. Sie wollen doch nicht allen Ernstes behaupten, die plötzlichen Magenkrämpfe kämen von meinem Essen. Es ist mehr so ein Bauchgefühl. Noch eines, bevor wir euch verlassen. In der Apostelgeschichte heißt es, gebt Acht auf die ganze Herde. Und Sie, mein lieber Guido, sind in unserer schwarzen Herde das weiße Schaf. Na dann, Servus Sachsen. Dabei hätte ich mich gerade in diesem Freistaat jetzt an den Dialekt gewöhnt. Dann gehe ich jetzt mal wieder packen, bevor sich noch bei mir was bläht. Viel Glück. Pfarrer Braun, Matthä, möchte ich mich verabschieden und mich bei alles für Sie bedanken. Ohne Sie hätten die mich bestimmt umgebracht. Und ich werde jetzt auf dem Pfaffenberger Friedhof, wie sagt man, die Osterweiterung? Wo gehst du jetzt hin? Zurück nach Tschechei. Ich habe hier zu viel verloren. Segne dich, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Leb wohl. Dankeschön. Was mache ich bloß ohne dich? Exzellenz, könnten Sie mich nicht zu ihm in die Tschechei strafversetzen? Von wegen, Braun. Heißt es doch schon im Alten Testament, der Bauch des Frevlers hat nie genug. Ich halte es mir mit dem Neuen Testament, mit dem heiligen Apostel Paulus, der da verlangt, der Bischof sei nicht streitsüchtig. Da hat der Pfarrer Braun recht. Das steht so. Im ersten Brief an Timotheus. 3 Absatz 3. Der Apostelfürst verlangt dort weiter vom Bischof, dass er kein Trinker sei, nüchtern, besonnen, von würdiger Haltung und kein gewalttätiger Mensch. Na, Sie junger Wilder. Verfallen Sie mir nach der Priesterweihe ja nicht der Befreiungstheologie. In diesem Zusammenhang nun zu Ihnen, Sie alter Wilder. Nüchtern und besonnen, wie es das Buch der Bücher verlangt, haben wir, Mühlich und ich, uns eine besondere Strafe für Sie ausgedacht. Oh je, Herr Mischoke. Nein, Braun, Sie bleiben hier. Ich werde nicht strafversetzt. So ist es. Ich versage Ihnen die Freude eines Ortswechsels. Da Ihr böhmischer Mundschenken nun weg ist, nutzen Sie die Gelegenheit, um sich wieder in Richtung Idealgewicht zu bewegen. Den Priestermangel werden wir nicht dadurch beseitigen, dass ein Pfarrer aussieht wie 2. Monsignore, kennen Sie beim Evangelisten Matthäus die Stelle 15,11? Ist mir gerade nicht geläufig. Kennen Sie nicht? Ist doch ganz leicht. Nicht das, was durch den Mund in einen Menschen hineinkommt, macht ihn unrein, sondern das, was aus dem Mund des Menschen herauskommt, macht ihn unrein. Woher kennt Sie der Evangelist so genau, Monsignore? Sie, Mühlich, steigen jetzt ein. Und Sie, Braun, lassen Sie mir meinen Mühlich in Frieden. Und sagen Sie mir, wie Sie Ihrer Kriminalisierungssucht begegnen und Ihr Gelübde in Zukunft halten wollen. Vielleicht sollte das Verbrechen ein Gelübde ablegen, dass es mich in Zukunft meidet? Brauen wir es jetzt nicht nach Witzen. In Sachen Kriminalisieren empfehle ich Ihnen, nehmen Sie sich ganz fest vor, es zu lassen, sonst wird mein Zorn furchtbar werden. Und wenn das Verbrechen mal wieder an Ihre Türe klopft und Sie versucht, schicken Sie es einfach zu den Evangelien. Ich segne euch.
Wir dürfen da bleiben? Na dann, Herr Pfarrer, schlage ich Ihnen zur Förderung unserer Sesshaftigkeit folgendes Angebot vor. Ich sorge für gutes Essen und Sie gehorchen dem Bischof. Einverstanden, Rosshauptnerin. Built in 1760. So nice. It shows how. Where do you come from? Texas, United States. Jetzt reicht's mir. Jetzt nehme ich mir die Gnade des Ortswechsels. Rosshauptnerin, wir packen.